wohne hier in diesem Hotel. Ein sehr günstiges, aber ausgesprochen gutes Hotel. Es gibt dort sogar Frühstück à la carte. Ich habe jetzt zweimal das Schönheitsfrühstück gegessen. Ich denke, es zeigt auch bereits eine gewisse Wirkung. Wir sind hier im, soweit ich weiß, ältesten Teil der Stadt. So sieht es hier aus. Alles so ein wenig rustikal, aber meiner Ansicht nach sehr charmant. Pristina ist die Hauptstadt des Kosovos. Meiner Ansicht nach eine eher unbekannte Stadt, aus der ich nun einige Eindrücke zeigen möchte. Kosovo leitet sich übrigens vom Wort Kos ab. Kos heißt Amsel, beziehungsweise genauer gesagt leitet er sich vom Amselfeld ab, ein Gebiet hier im Kosovo. Dort haben früher die Serben gegen die Osmanen gekämpft und die Serben, die dort gefallen sind, haben sich nach ihrem Tod anscheinend in Amseln verwandelt. Ich bin nicht sicher, ob das stimmt, aber zumindest laut einer Legende ist das so. Und Legenden sollte man nicht in Frage stellen. Hier rechts haben wir eine Statue von Skanderbeg. Das war ein albanischer Befreiungskämpfer, der ebenfalls gegen die Osmanen gekämpft hat. Offenbar wurde hier sehr oft gegen die Osmanen gekämpft. Wer nun verwirrt ist, warum hier von Albanern und von Serben die Rede ist, das liegt daran, dass beide den Kosovo bewohnen, wobei die überwiegende Bevölkerungsmehrheit von den Albanern gestellt wird. Was hier leider nicht so schön ist, dass man hier immer wieder Straßenhunde trifft. Die sind allerdings in der Regel friedlich und liegen meist einfach nur rum. Und hier ist noch etwas für den historisch interessierten Zuschauer. Die Figur dort oben ist die sogenannte Göttin auf dem Thron. Eine jungsteinzeitliche Skulptur, die im Jahre 1956 bei Ausgrabungen in Pristina entdeckt wurde. Die Bewohner Pristinas haben die Figur offenbar so sehr ans Herz geschlossen, dass sie zum Motiv ihres Stadtwappens gemacht haben. Hier sind kleine Straßenläden. Hier ist die Newborn-Haltestelle, die ihren Namen von dem direkt daneben liegenden Newborn-Denkmal bezieht. Was wir hier sehen, das Denkmal wurde am 17. Februar 2008 eingeweiht, dem Tag, an dem der Kosovo seine Unabhängigkeit erklärte. Viele Staaten, darunter auch einige europäische, erkennen die Unabhängigkeit des Kosovos allerdings nicht an. Das hier heißt UÇK. Die UÇK war eine albanische paramilitärische Organisation, die gegen die Serben kämpfte, was schließlich zum Kosovo-Krieg führte, der von 1998 bis 1999 dauerte und damit endete, dass die NATO Serbien bombardierte.
was völkerrechtswidrig war. So, deutsche Firmen gibt es hier auch, wie man sieht. Männer beim Tee trinken. Hier wird es etwas moderner. Hier ist ein sehr beeindruckender Kran. Ich denke, das ist der höchste Kran, den ich je gesehen habe. Jedenfalls sieht man, dass hier einiges in der Entstehung ist. So, scheint ein Parkplatz zu sein. Das sind wohl die Bewohnerparkplätze von diesem Haus, weil Haus wohl etwas untertrieben ist, an Betracht der Größe. So. Gut, jetzt wird es wieder etwas ruhiger. Nach diesen modernen Aktivitäten möchte ich jetzt zu einem etwas älteren Gebäude gehen. So, dieses gräuliche Gebäude ist die Nationalbibliothek. Ein bekanntes Beispiel für den sogenannten Brutalismus. Dieser Architekturstil geht auf Le Corbusier zurück, ein Schweizer, der eine Vorliebe für Betonmonster hatte. Brutalismus kommt auch nicht direkt von brutal, wenn das sicher auch gut passen würde, sondern von Beton brut, das heißt roher Beton. Wobei, wie man hier sieht,
gar kein roher Beton ist. Also entweder ist das kein richtiger Brutalismus oder das Gebäude wurde nachträglich verkleidet. Das ist wieder dieser Skanderbeg. In einer etwas friedlicheren Pose als auf seinem Pferd. Gut, ich gehe mal rein. Wirkt recht eindrucksvoll hier drin. Eindrucksvoll. Von innen auch gar nicht so brutal wie von außen. Oh. Kommt da ein Haufen bildungshungriger Kinder. Ja. Gut, nochmal von hier. Das ist ein kleiner Park. Mit einem interessanten Kunstwerk. Eine Installation aus Satellitenschüsseln. Ja, sehr brutal. Mir fiel auf, dass es hier in Pristina sehr viele Cafés gibt, die oft auch sehr gemütlich sind. Also das ist jetzt vielleicht noch nicht das gemütlichste, aber wenn man hier abbiegt, kommt zum Beispiel so eine kleine Straße voller Cafés, die mir gut gefällt. Man muss sich das etwas belebter vorstellen, vielleicht mit etwas mehr Sonne, aber sieht doch ganz charmant aus. Hier ist etwas kreativer gestaltet. Arbeitsbesprechung. So, hier kam ein Tee. Wobei die Cafés nicht alle Leute hier begeistern. Gestern habe ich eine Kosovarin getroffen, die hat sich beschwert, dass es in Pristina im Grunde nur Cafés und Einkaufsläden gibt. Da dachte ich kurz, naja, es gibt ja das Newborn-Denkmal und die Bibliothek zum Beispiel. Er wollte das auch kurz sagen, aber
Dann dachte ich, naja, vermutlich hätte sie das nicht überzeugt. Thank you. Thank you too. So, sehr freundliche Kellner. Das hier ist die vielleicht interessanteste Straße in Pristina. Hier gibt es grünes Protein. Besonders interessant finde ich hier kreative Zahnarztkunst, was auch immer das bedeutet. Ich weiß nicht, ob Kreativität die wichtigste Eigenschaft von Zahnärzten ist. Hier gibt es Unterwäsche. Sehr ansprechend in Szene gesetzt. Dieser Laden sieht wirklich sehr kreativ aus. Vielleicht besteht hier eine Kooperation mit dem Zahnarzt. Ja, ein mintgrünes Haus. Hannah Bake and Cake, ein Café. Ja, schön. Gut, sieht jetzt ein bisschen runtergekommen aus, aber man braucht ja auch Kontraste. Was kommt hier noch? Okay, hier ist auch eher ein bisschen schlicht. Noch eine Bar. Auch sehr farbenfroh. Das ist ein Kino. Hier ein Gedicht. Noch ein Gedicht. Und so heißt die Straße. Abschließend möchte ich nun eine Gegend zeigen, die man eventuell als Alltagsgegend bezeichnen könnte. So, hier wollte ich hin. Gerne mal eine Wohngegend zeigen. Eine typische Wohngegend. Wobei typisch weiß ich nicht sicher. Auf jeden Fall eine Wohngegend. So wohnt man im Kosovo. Oder auch so.
Ja, gibt es Sportmöglichkeiten. Auch für die Kinder ist was geboten. Und auch für konsumfreudige Bewohner gibt es Möglichkeiten. Wie repräsentativ das ist, weiß ich natürlich nicht. Vermutlich gibt es auch luxuriösere Wohngegenden, aber ich dachte, es ist mal ganz interessant, das hier zu sehen. Oh, und hier geht's wieder raus. Kamikaze. Und damit wurden verschiedene Bereiche abgedeckt. Kultur, Wohnen, am Rande Konsum, Historie, Gewerbeleben, Gastronomie. Ich denke, mehr kann eigentlich kein Film bieten, zumindest kein moderner Film.